Hallo an allen da draußen. Ich heiße Alexander, komme aus Deutschland, lebe seit 22 Jahren in Deutschland, bin hier also in der Dr. Osman Ferhatli Klinik in Istanbul. Wenn Sie dieses Video sich anschauen, dann heißt es jetzt, denke ich mal, dass Sie entweder selbst an Retinitis pigmentosa leiden oder Ihre Verwandtschaft also darunter leidet. Ich habe jetzt meinerseits also die Diagnose vor 3 Monaten also erhalten, dass ich jetzt also Retinitis pigmentosa habe. Das war ein großer Schock für mich. Also ich bin jetzt als gesunder Mann zum Arzt gekommen und also als behindert rausgekommen. Also ja, pure Stress, sagen wir so. Ich kann mich also bis jetzt noch nicht erholen. Also. Aber ich bin auf dem Wege dahin. Die Symptome, also ich habe vor 7 Jahren so ungefähr angefangen zum Tunnelblick zu bekommen. War zum Ärzten gegangen, also die haben gesagt, alles in Ordnung. Also, und seit vor 3 Jahren war ich jetzt auch nochmal beim Arzt, also hat gesagt, auch alles in Ordnung, obwohl mein Gesichtstest war schon also fast alles schwarz. Und endlich, wie gesagt, also vor 3 Monaten habe ich jetzt die richtige Diagnose erhalten, also froh war ich darüber natürlich nicht. Das war sehr schlimm. Also bei mir äußert es sich so, dass ich also alles im Nebel sehe, das Gesichtfeld wird verkleinert, also ich sehe nicht rechtzeitig, also was da von der Seite auf mich zukommt. Adaptionszeit, also ich sehe auf mich zum Beispiel kommen die Leute nicht gleich, sondern nach Verzögerung. Also von dem Arzt habe ich jetzt also gesagt bekommen, dass es jetzt also, dass es unheilbar ist, dass die Schulmedizin keine Heilung also weiß und dass das unbehandelbar ist. So richtig glauben wollte ich das nicht, habe mich umgeschaut, habe verschiedene Seiten also angeschaut im Internet, also auch Pro Retina, wo gar nichts Gutes leider steht. Und endlich bin ich jetzt auf die Seite gestoßen von der Klinik von Dr. Osman Ferhatli in Istanbul. Habe mir die Videos angeschaut, die Berichte von den Patienten, auch die Ergebnisse, was dann also gezeigt wurde, die Gesichtsfeldtests in erster Linie. Habe ich einen Termin gemacht und jetzt bin ich jetzt seit einem Monat hier. Habe bis jetzt also 19 Sitzungen gemacht. Es sind jetzt Verbesserungen da. Also mein Gesichtsfeld ist jetzt größer geworden. Das kann man also später mit dem Gesichtsfeldtest also nachweisen. Also ich zeige das später mal. Die Migränen sind weg. Ich habe jetzt seit 7 Jahren an sehr starken Migränen gelitten, Kopfschmerzen ohne Ende, ohne Tabletten jeden Tag, also, aber nichts geholfen. Für mich bedeutet es, also meine Ergebnisse sind im Vergleich zu den Ergebnissen von den anderen Patienten, die ich also zu Gesicht bekommen habe, und das ist jetzt jede Menge. Ich habe mit jedem hier gesprochen und in einem Monat habe ich jetzt keine negativen Ergebnisse gesehen. Alle waren froh und glücklich, dass da bei einigen mehr, also bei einigen weniger Verbesserungen also auftraten, aber grob gesagt, bei jedem war also was Positives dabei. Also meine persönlichen Ergebnisse sind schneiden ein bisschen schlechter ab als bei den jüngeren Leuten, wo das von 0 auf 100 vielleicht also Verbesserungen auftreten, aber für mich bedeutet das jede Menge Hoffnung. Und für sie denke ich mal auch, also man muss also zuerst mal die Krankheit stoppen und dann also die weiter behandeln. Und es
die positive Nachricht ist, es gibt solche Behandlung. Also glauben Sie nicht das, was die Schulmediziner uns sagen und was sie behaupten, weil sie selbst eigentlich mal gar nichts wissen. Leider, muss ich ja dazu sagen. Also, dazu kommt noch, also, dass man also, also es ist jetzt angeboren, also steht es überall. Also, jeder 80. habe ich irgendwo gelesen, hat jetzt also so ein Gen in sich. Aber nicht bei jedem, also bricht es aus. Bei einigen bricht es aus, also in ganz jüngeren Jahren, also mit 17 so ungefähr, und entwickelt sich sehr schnell. Bei den anderen in mittleren Jahren, also so wie bei mir. Und dann entwickelt sich langsamer. Also für mich steht es fest, dass die Krankheit durch irgendwelche Einflüsse also verursacht wird. Also sei es jetzt die Krankheit, irgendwelche Diabetes, keine Ahnung, irgendwelche andere Krankheiten, Hochblutdruck oder sonst noch was. Oder durch Stress, oder durch schlechte Ernährung, oder durch mangelnde Bewegung. Vielleicht alles zusammen, wie bei mir, denke ich mal, der Fall ist. Deswegen muss ich, denke ich mal, also, jeder auch Gedanken darüber machen, wieso ist es bei ihm ausgebrochen. Und die Ursache zuerst mal erkennen und bekämpfen. Also hier in der Praxis also, bekommt man auch, wird man behandelt, 3 oder 4 Mal pro Woche. Und während der Behandlung muss man auch Diät halten. Was auch, also denke ich mal, enorm wichtig ist. Also, weil diese Alkohol, Tabak, also, fettes Essen, scharfes Essen, Schokolade ohne Ende, Cola und sowas in der Art, also, ist jetzt schädlich, grob gesagt. Also, ich habe mir auch das Ganze, also, hat mir zu sich genommen, das Ganze immer und ständig und ungesund ernährt, aber damit ist es jetzt Schluss, denke ich mal. Und wie gesagt, hier bekommt man auch die Tipps, also wie man sich richtig ernähren darf und muss. Jetzt denke ich mal, muss ich jetzt die Bilder zeigen.